Der kürzeste Weg vom Hackischen Markt zur Friedrichstraße führt über die Oranienburger Straße, mitten in Mitte. Mit mehreren Parks in Gehweite, Gebäuden, die Geschichten von längst vergangenen Zeiten erzählen und echte Perlen des Einzelhandels, der Kunst und der Kultur. Um all das geht es in dieser Folge Einfach dein Kiez. Zwischen Oranienburger Straße und dem Spreeufer stand bis 1959 das, was nach dem Krieg noch übrig geblieben ist vom Rokokoschloss Montbijou. Im Gegensatz zum Schloss ist der dazugehörige Park aber erhalten geblieben. Der vom Stadtbahnviadukt durchquerte Grünstreifen wurde mehrfach umgestaltet. Heute finden sich dort unter anderem eine Strandbar, 2 Theater, viel Gastronomie und genug Platz für alle, die ein bisschen chillen wollen. Ich bin heute im Montbijou Park, um mit einer Freundin zu treffen und dann Spaziergang machen und plaudern, quatschen. Here's only good morning, my friend. They're tourists, they're locals, there's homeless people, there's wonderful bar workers, there's school children, there's everybody around here. Man kann dies und das machen, Kultur und bummeln und sich schöne Objekte anschauen, also sehr vielfältig. Die neue Synagoge wurde nach der Restaurierung im Jahr 1995 wieder eröffnet und wird heute vor allem als Kulturzentrum und Museum genutzt. Auch im ehemaligen Postfuhramt gab es zwischenzeitlich Kunst zu sehen. Heute diente es einem internationalen Konzern als Firmensitz. In Gehweite finden sich außerdem das moderne Samurai-Museum und auch Klärchens Ballhaus. Mit der Wiedereröffnung im Sommer 2024 kann hier wieder, wie schon ein ganzes Jahrhundert davor, getanzt und gefeiert werden. Seit 1994 befindet sich hier im ehemals besetzten Gebäude in der Tucholsky-Straße 32 die Comicbibliothek Renate. An 4 Tagen in der Woche öffnen ehrenamtliche Mitarbeiter die Türen zu einer Welt, die die Herzen von Comic-Fans sehr viel höher schlagen lassen. Von Anfang an mit dabei ist Auge Lorenz. Auge, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Seit wann gibt es denn die Comicbibliothek? Die Comicbibliothek ist aus einer Heftchengruppe hervorgegangen. Heftchengruppe seit 1989. Und die Bibliothek hat das erste Mal die Türen geöffnet am 17. September 1991. Wie viele verschiedene Comics gibt es denn eigentlich? Also wir haben 37.000 und das sind noch nicht alle. Wir haben gerade schon gesehen, dass sich immer wieder auch viele Touristen nicht nur in diesen Laden verlaufen, sondern regelrecht herkommen. Aber wie kann ich mir denn eigentlich hier was ausleihen? Also ausleihen dürfen nur Berliner. Man zahlt dann einen Jahresbeitrag von 12 € und kann sich dafür alle 2 Wochen so viel ausborgen. Was heißt so viel? Wir haben vorne das Maß aller Dinge, das hat so eine Lücke, wo man abmessen kann, ob der Stapel zu hoch ist oder ob noch was rauf. Und was ist, wenn ich die zu spät zurückbringe? Muss ich dann irgendwas zahlen? Bei Verspätung erheben wir eine Verspätungsgebühr, die aber auch in einem Comic bestehen kann, den wir noch nicht haben. Aha. Ihr arbeitet auch mit Schulen zusammen, habe ich auf eurer Website gesehen. Kannst du mir dazu was erzählen? Meistens ist es so, dass die Kinder einen Comic-Tag machen und wir bringen denen bei, wie man ein Heft physisch macht, ein kleines. Und auch, wie man eine Comicfigur entwickelt, wie man eine Art Storyline entwickelt. Dass man von einem Bild zum anderen kommen muss, sozusagen so eine Art Trittsteine reinlegen, damit man weiß, ach, das ist das Bild, wo der hier gesessen hat, hier aufgestanden ist und so weiter. Und das findet dann auch hier in den Räumen statt? Hier in den Räumlichkeiten finden 2 Comickurse für Erwachsene statt. Aha. Einmal Comic schreiben, Ja. wo es um sowas Ähnliches wie Drehbuch geht. Und das andere nennt sich grafisches Erzählen, wo es um die Feinheiten des Erzählens mittels grafischer Mittel geht. Das heißt also, wenn ich mich für Comics interessiere, kann ich hierher kommen, um mich weiterzubilden oder einen Einstieg zu finden, um dann mein eigenes Comic zu erschaffen? Wer schon ein kleines Heftchen unter den Arm hat, kommt auch her. Also wir haben so einen monatlichen Treff, der heißt Comic-Stammtisch, wo wir uns hier halt so treffen. Und da kommen dann Leute dazu, die gerade in Berlin sind, Freunde von Verlegern, Übersetzerinnen und natürlich Comicleute ohne Ende. Du bringst ja ganz offenbar eine große Leidenschaft für Comics mit. Was sagst du denn zu Menschen, die Comics immer wieder versuchen, mit Filmen oder Büchern zu vergleichen? Ist Comic eine eigene Welt oder stört dich das, wenn da immer diese Parallelen gezogen werden? Ja, Comic ist ein eigenes Medium.
Und wenn ich jemanden kennenlerne und frage, liest du gerne? Sagt die Person meistens, nö, aber ich gehe gerne ins Kino oder ich höre gerne Musik. Das ist ja eigentlich dann erstmal so eine Art Medieneinordnung. Und dann innerhalb des Mediums kann man ja, sonst hätten wir nicht so viele Bücher hier, dann seinen Geschmack auch nochmal ein bisschen verfeinern. Ihr seid ja jetzt über 30 Jahre hier im Kiez verortet und da ist sicherlich auch jede Menge Wandel im Gange gewesen. Wie hast du das denn erlebt? Na, als wir hier angefangen haben, war das eine Gegend, die von vielen Leuten entdeckt wurde. Und so nach und nach dann wurde das Viertel verkauft und gentrifiziert. Und da stehen wir jetzt. Aber so lange, wie wir hier bleiben können, gehen wir nicht weg. Die Adresse kennen alle. Wie das gallische Dorf, so ein wenig. Ja. Mit Blick nach vorn gefragt, was sind eure Pläne für die Zukunft? Unsere Pläne für die Zukunft sind weiterhin die Bibliothek zu betreiben. Die ist einer der schönsten Plätze der Welt. Und wir werden auch so lange wie möglich hier bleiben, weil die Adresse haben alle im Kopf. Es kommen auch genügend Fremde noch vorbei, weil die Gegend immer noch in allen Reiseführern steht. Und wir schauen uns um nach einem angemessenen Ort, weil wir im Sommer 26 wahrscheinlich unseren Mietvertrag nicht verlängert kriegen. Vielen Dank, Auge, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Daumen sind gedrückt für die Zukunft und so oder so wird es weitergehen. Wir hören nicht auf. Dankeschön. Ich könnte den ganzen Tag weiter durch Comics stöbern. Gleichzeitig gibt es aber auch noch so viel rund um die Oranienburger, Tucholsky und Ackerstraße zu entdecken, dass ich noch ein wenig auf Erkundungstour gehen werde. Wenn ihr jetzt sagt, oh, was, schon zu Ende mit dieser Folge Einfach dein Kiez, dann könnt ihr euch ganz schnell die nächste klicken, nämlich hier und hier. Ganz einfach, viel Spaß damit und danke fürs Reinschalten.